gibt es oft Geschichten, in denen Opfer nach ihrem eigenen Tod in die Welt der Lebenden zurückkehren, um sich an ihrem Täter zu rächen. Wahrscheinlich kommt das nur in Filmen vor, werden Sie sagen. Nun, das stimmt. Aber im Leben gibt es Geschichten, die viel interessanter sind als im Kino. Geschichten, die so interessant sind, dass sich die Regisseure große Mühe geben, einen Film zu drehen, der auf dem wahren Leben basiert. Genau so eine Geschichte werden Sie heute hören. Denn Judy ist praktisch aus dem Grab auferstanden, um ihren Missbraucher zu bestrafen und anderen Frauen zu helfen. Als Bonnie und Daniel die Station betraten, spürten sie, dass ihnen gleich schlecht werden würde. Auf dem Bett lag ein bandagierter Körper. Er hatte fast keine Haut mehr, keine Ohren und nur Finger an einer Hand. Auf den ersten Blick dachten sie, die Krankenschwester hätte etwas falsch gemacht. Den Ärzten zufolge hatte Judy nur noch ein paar Stunden zu leben, denn bei solchen Verletzungen ist der Tod praktisch vorprogrammiert. Die heutige Geschichte zeigt eine der unglaublichsten Darbietungen menschlicher Stärke, die es je gab. Das Leben dieser Frau war eine Reihe von Prüfungen, von denen eine sehr tragisch endete. Doch an der Schwelle zwischen Leben und Tod gelang es Judy Malinowski, das Justizsystem in ihrem Bundesstaat zu verändern. Judy wurde am 26. August 1983 in Columbus, Ohio geboren. Dort verbrachte sie auch ihre Kindheit mit ihrem Bruder Patrick und ihrer Schwester Danielle. Bevor Judy geboren wurde, hatte ihre Mutter mehrere erfolglose Schwangerschaften. So war die Geburt des Mädchens für ihre Eltern ein lang erwartetes Wunder. Da Judy das älteste Kind war, lag es in ihrer Verantwortung, sich um die jüngeren Kinder zu kümmern. Sie vergötterte Danielle und Patrick. Alle drei waren nicht nur Geschwister, sondern auch enge Freunde. Judy hatte auch eine besondere Beziehung zu ihrer Mutter, die ihre älteste Tochter wie eine Freundin behandelte. Während ihrer Schulzeit zeichnete sich Judy in allem aus. Sie war gut in der Schule, fand viele Freunde und war einer der beliebtesten in ihrer Klasse. Ihre Energie und Ausstrahlung blieben nicht unbemerkt. Die Highschool-Schülerin gewann mehrere Schönheitswettbewerbe und wurde sogar zur Miss New Albany gekrönt. Auf ihrem Abschlussball wurde sie zur Ballkönigin gewählt. Nach dem Abschluss der Highschool setzte Judy ihr Studium an der Ohio State University fort. Sie träumte davon, an dieser Schule zu unterrichten. Sie erzählte ihrer Mutter von ihren Plänen für ihr Leben. Sie wollte ein einfaches, ruhiges und friedliches Leben führen, nach der Universität einen Job finden und sich in einem netten kleinen Haus mit einem liebevollen Ehemann und Kindern niederlassen. Die meiste Freizeit verbrachte sie nicht auf Jugendpartys, sondern arbeitete ehrenamtlich in Pflegeheimen. Sie wollte, dass ihre Karriere den Weg der Hilfe für andere einschlägt. Doch schon bald brauchte sie Selbsthilfe. Ihre idyllische Welt wurde ins Chaos gestürzt. In Judys Leben ereignete sich eine große Tragödie. Bei ihr wurde Eierstockkrebs diagnostiziert. In den ersten Monaten schien es, als sei das Leben vorbei und als sei es ihr bestimmt, jung zu sterben. Die junge Frau kämpfte ernsthaft um ihre eigene Gesundheit und um die schöne Zukunft, von der sie träumte. In dieser Zeit gab es viel zu bedauern, zu weinen und das Schicksal zu beklagen. Aber am Ende wurde der harte Kampf gewonnen. Erstaunlicherweise gelang es Judy, den Krebs zu besiegen. Die Überwindung der schrecklichen Krankheit hat den Charakter der Studentin stark beeinflusst. Sie erkannte, dass sie tun konnte, was die meisten Menschen nicht konnten, und nun musste sie glücklich sein und den Rest ihres Lebens so leben, wie sie es sich als Kind erträumt hatte, in Liebe und Harmonie. Als Judy 21 Jahre alt wurde, lernte sie einen Mann namens Ron kennen. Die jungen Leute verliebten sich auf Anhieb ineinander und heirateten bald. Sie bekamen 2 wunderschöne Töchter, Keene und Madison. Judy dankte Gott für ihr Glück. Die Krankheit hatte keine Auswirkungen auf die Geburt der Kinder. Beide Babys waren gesund. Die Kindheitsträume der jungen Frau begannen sich langsam zu erfüllen. Leider entschied offenbar jemand von oben, dass Judy in ihrem Leben noch nicht genug erlebt hatte. Als sie mit ihrer zweiten Tochter Madison schwanger war, erfuhr sie, dass ihr Mann nebenbei eine Affäre hatte. Diese Nachricht erschütterte die Frau völlig. Als Madison geboren wurde, war die Beziehung zu ihrem Mann endgültig zerrüttet und das Paar ließ sich scheiden. Etwa zur gleichen Zeit erlitt Judy einen Rückfall. Der Krebs kehrte mit verstärkter Kraft zurück. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur eine Lösung für das Problem, eine vollständige Hysterektomie. Eine gynäkologische Operation zur Entfernung der Gebärmutter. Die junge 25-jährige Frau war untröstlich. Sie verstand nicht, warum das Leben ihr gegenüber so ungerecht war. Sie hatte schon einmal mit der Krankheit zu tun gehabt und gewonnen. Warum muss sie das jetzt noch einmal durchmachen?
Um die Krankheit loszuwerden, stimmte Judy einer Operation zu, die recht erfolgreich verlief. Es schien, als könne sie ein zweites Mal einen Sieg feiern. Doch die Operation zur Entfernung ihrer Gebärmutter ließ sie mit so starken Schmerzen zurück, dass nur verschreibungspflichtige Schmerzmittel ihr helfen konnten, das Leben weiterzuleben. Das Land befand sich zu dieser Zeit in einer Opioidkrise. Starke Medikamente wurden in überhöhten Dosen verschrieben. Dies führte dazu, dass viele Menschen von verschreibungspflichtigen Medikamenten abhängig wurden. Judy war zufällig eine von ihnen. Nach der Operation ließen die Schmerzen nie nach, und wenn man sich weigerte, die Tabletten zu nehmen, wurden sie unerträglich. Die ständige Einnahme von starken Schmerzmitteln machte süchtig, und die Medikamente wirkten nicht mehr. Entweder waren höhere Dosen oder noch stärkere Medikamente erforderlich. Judy hatte die Tabletten so lange genommen, bis ihre Krankenkasse die Behandlungskosten nicht mehr übernahm. Das bedeutete, dass sich die Frau die verschreibungspflichtigen Medikamente nicht mehr leisten konnte. Daraufhin griff sie zu illegalen Substanzen. Tatsächlich wurde sie süchtig nach illegalen Substanzen, die ihre Schmerzen auch nur ein bisschen linderten. Das ging so weit, dass Judys Leben völlig aus den Fugen geriet. Die Pillen kosteten eine Menge Geld, und die Beziehungen zu Familie und Freunden wurden zunehmend belastet. Die Abhängigkeit von kontrollierten Substanzen bedeutete auch, dass es für Judy schwierig wurde, sich um ihre Töchter zu kümmern. Es war gut, dass die Familie einsprang. Die älteste, Keen, wurde von ihrer Großmutter Bonnie in Obhut genommen, und Madison wurde von ihrer Tante Danielle, Judys eigener Schwester, aufgenommen. Obwohl die Beziehungen zu den Verwandten aufgrund der Sucht der jungen Frau zeitweise angespannt waren, gaben sie Judy nie auf, da sie nicht wollten, dass sie diese Tortur allein durchstehen musste. Die Familie tat alles, was sie konnte, um ihr in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Schließlich erkannte Judy, dass ihre Sucht Teil ihrer impulsiven Entscheidungen war, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Kinder beeinträchtigten. Dies zwang Judy zur Vernunft zu kommen. Es folgte eine Reha, um clean zu werden und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Es war hart, aber Judy Malinowski hatte es besser gemacht. Sie nahm es einfach als einen weiteren Kampf um ihre eigene Zukunft. Und wieder einmal triumphierte die Frau. Sie zeigte eine solche Tatkraft, dass sich ihr Leben nach der Reha dramatisch veränderte. Judy kehrte schließlich in ihren früheren glücklichen und fröhlichen Zustand zurück. Die Sucht war nun vollständig unter Kontrolle. Es gelang ihr, sich wieder aufzurappeln, eine Wohnung und einen Job zu finden und ihre Töchter wiederzusehen. Sie besuchte weiterhin Treffen für Suchtkranke, aber sie fühlte sich befähigt, endlich wieder ein normales Leben zu führen. Malinowski hatte nun das ruhige, friedliche und glückliche Leben, von dem sie immer geträumt hatte. Es dauerte ein paar Jahre und dann brach alles wieder zusammen, denn Judys Leidensweg war damit nicht zu Ende. Es begann alles mit einem Mann namens Michael Slanger. Im Alter von 31 Jahren lernte Judy einen Mann kennen, der sie über soziale Medien anschrieb. Sie waren sich schon einmal bei einem Bekannten über den Weg gelaufen, als die Frau noch verheiratet war, aber sie hatte ihn damals nicht beachtet. Im Jahr 2014 wurde Michael 40 Jahre alt. Er sah zufällig ein Bild von Malinowski im Internet und begann, sie auf jede erdenkliche Weise auf sich aufmerksam zu machen. Er kommentierte ihre Posts, liked ihre Fotos, schrieb ihr persönliche Nachrichten. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Art Online-Freundschaft, bis Michael ihr einige Zeit später seine Gefühle gestand. Der Mann sagte, dass er Judy auf den ersten Blick mochte, aber dann war sie verheiratet, und er traute sich nicht, sie anzusprechen. Er versuchte, ihre Begegnung zu vergessen, stieß aber zufällig auf ihr Foto in den sozialen Netzwerken, besuchte die Seite und fand heraus, dass das Herz der Frau frei ist. Michael überhäufte Malinowski mit Komplimenten und sagte genau die Worte, die sie hören wollte. Er war wachsam, aufmerksam, liebevoll, versprach ihr Ruhe, Frieden und Liebe zu geben. Kurzum, er setzte seinen ganzen Charme ein, um ihr Herz zu gewinnen. Es war im April 2015. Nur wenige Monate, nachdem sie begonnen hatten, über soziale Medien zu chatten, änderte Malinowski ihren Status und schrieb, dass sie in einer Beziehung mit Michael Slanger war. Michaels Charme funktionierte. Von diesem Zeitpunkt an ging alles den Bach runter. Was Judy nicht wusste, war, dass ihr neuer Auserwählter ein umfangreiches Vorstrafenregister hatte. Als Michael Judy kennenlernte, war er bereits wegen Diebstahls, Gewalttätigkeit, unerlaubten Tragens einer Waffe, Körperverletzung, erzwungenem Geschlechtsverkehr, Bedrohung,
falsche Anzeige bei der Polizei, Widerstand gegen die Festnahme, ordnungswidrigem Verhalten und so weiter verurteilt worden. Die Liste seiner Verurteilungen ließe sich noch sehr lange fortsetzen. Es wurde deutlich, dass ihm das Gesetz nichts bedeutete. Michael war ein Berufsverbrecher, aber irgendwie schaffte er es, dies vor seiner neuen Freundin zu verbergen. Obwohl Judys Mutter Bonnie vom ersten Treffen an wusste, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmte, konnte sie sich nicht einmal erklären, warum sie ihn nicht mochte. Aber Michael nutzte die Manipulation aus und sagte Judys Mutter, sie solle Michael nicht wegen seiner Tätowierungen und einiger Charaktereigenschaften verurteilen, denn selbst Jesus vergab den Menschen ihre Schuld. Bonnie zog sich zurück und beschloss, dass es das Leben ihrer Tochter sei. Schon bald zog Michael in Malinowskis Wohnung ein und fühlte sich sofort wie der Herr des Hauses. Dies geschah nur wenige Wochen, nachdem Judy den Status auf ihrer Seite in den sozialen Netzwerken geändert hatte. Seine Besessenheit und seine Kontrollversuche begannen sich in jeder Kleinigkeit zu manifestieren. Michael wollte jeden Aspekt von Judys Leben kontrollieren, die kein Mitspracherecht mehr hatte. Zum Beispiel durfte Malinowski ihre Wohnung nicht ohne Michaels Erlaubnis verlassen. Sie durfte nur in Begleitung von ihm nach draußen gehen. Slanger installierte einen Peilsender auf Judys Telefon und dann begannen die Misshandlungen und körperlichen Übergriffe. Es gab noch eine Sache, die Michael tat, um Judys Willen vollständig zu unterdrücken und zu zerstören. Er fand heraus, dass ihr Leben vor nicht allzu langer Zeit die Hölle gewesen war und sie mit ihrer Sucht zu kämpfen hatte. Obwohl Judy sie zu diesem Zeitpunkt so gut wie besiegt hatte, beschloss Michael, die Schwächen seiner Freundin zu seinem Vorteil zu nutzen. Er wollte, dass sie schwach, verletzlich und völlig abhängig von ihm war. Um seinen Plan in die Tat umzusetzen, kaufte Slanger eine Ladung illegaler Substanzen, während er die Frau aktiv zu einem Rückfall ermutigte. Wenn Malinowski wieder von illegalen Substanzen abhängig würde, wäre sie ihm völlig ausgeliefert. Michael konnte es jederzeit gegen sie verwenden. Er selbst nahm nichts, er war kein Dealer, er kaufte nur Pillen auf der Straße und gab sein eigenes Geld aus. So stark Judys Charakter auch war, man sagt nicht umsonst, dass die Sucht einen ein Leben lang verfolgt und man hart arbeiten muss, um nicht auszubrechen. In den nächsten Wochen fuhr Slanger fort, das Boot mit Manipulationen, Beleidigungen und Schuldgefühlen zu belasten. Eines Tages drehte Judy durch. Sie wurde wieder süchtig nach illegalen Substanzen und ihr Leben ging bergab. Währenddessen erweckte Michael einen falschen Eindruck von seiner Rolle. Er rief Judys Mutter an und beklagte sich, dass ihre Tochter wieder high sei, dass sie außer Kontrolle sei, jeden Tag mehr und mehr nehme, ihr Geld verprasse und an nichts anderem interessiert sei als an einer weiteren Dosis. Bonnie glaubte dem Freund ihrer Tochter und hatte Mitleid mit ihm, weil sie dachte, er sei nur eine Geisel der Situation. Slanger erschien ihr fast wie ein Heiliger, der eine schwere Last der Verantwortung für die falsche Tochter trägt. Die Frau gab ihm sogar etwas Geld, damit er die Rechnungen, Lebensmittel und andere Bedürfnisse bezahlen konnte. Aber Michael gab es aus, um eine weitere Dosis für Judy zu kaufen. Es schien, als wäre dieser Mann aus dem Nichts aufgetaucht, nur um Malinowskis ohnehin schon schwieriges Leben zu ruinieren. Eines Tages rief er Bonnie an und sagte, dass ihre Tochter so viel von der illegalen Substanz genommen habe, dass sie ohnmächtig geworden sei. Die Frau rief in Panik den Notdienst an und meldete eine Überdosis. Die Ärzte, die eintrafen, stellten fest, dass Judy völlig gesund war. Michael überzeugte sie, dass es sich um eine Überdosis handelte, aber die Freundin war bereits wieder zu Bewusstsein gekommen. Dies geschah absichtlich, damit in Malinowskis Krankenakte ein Eintrag für einen Notruf wegen einer vermuteten Überdosis zu finden war. Slanger tat alles, was er konnte, um sein Umfeld glauben zu machen, dass Judy selbst das Problem war. Er stellte sie so dar, als sei sie wegen einer Überdosis völlig am Boden, was seine körperliche Misshandlung und Gewalt rechtfertigte. Michael begann Malinowski bei der kleinsten Beleidigung zu schlagen. Ihr Körper war mit blauen Flecken übersät, und einmal erwürgte er sie fast. Judy war so eingeschüchtert, dass sie Angst hatte, sich an die Behörden zu wenden. Doch eines Tages reichte es ihr, und sie wollte die häusliche Gewalt anzeigen. Aber dank seiner Manipulationen glaubten die Behörden Judy einfach nicht. Vor ihnen stand eine suchtkranke Frau, die einen nüchternen Mann beschuldigte, der sich um sie kümmerte. So sah es in den Augen der Polizei aus. Sie nahmen Judy nicht ernst und dachten, sie würde sich alles nur ausdenken. Michael sah wie ein guter Mann aus, der versuchte, seiner Freundin bei ihrer Sucht zu helfen. Deshalb hat Slanger von Anfang an Situationen geschaffen, damit die Leute später glauben,
Malinowski habe den Verstand verloren und man könne ihr nicht trauen. Sein hinterhältiger Plan ging auf. Das Mobbing ging weiter, bis Judy ihre Mutter überredete, ihr zu helfen, Michael aus der Wohnung zu werfen. Aber alle Versuche von Bonnie scheiterten, weil Michael nirgendwo hinging. An die Hilfe der Behörden wurde nicht einmal im Traum gedacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte Judy keine andere Wahl, als selbst wegzulaufen. Sie schlief bei ihrer Mutter und bei Freunden, mietete Motelzimmer und versuchte, sich von Michael fernzuhalten. Sie war ihm gegenüber völlig machtlos. Doch immer wenn Malinowski aus der Wohnung weglief, rief Slanger die Polizei und meldete sie als vermisst. Die Polizisten fanden die Frau und brachten sie zurück. Einmal nahm Judy Michaels Auto, um von ihm wegzukommen, aber er meldete es sofort als gestohlen. Und die Frau wurde von den Behörden verwarnt. Jedes Mal, wenn sie nach Hause kam, ließ der Mann sie wissen, dass die Polizei auf seiner Seite sei und dass Judy nichts dagegen tun könne. Er warnte sie, dass er es eines Tages leid sein würde, ihre Eskapaden zu ertragen, und wenn Malinowski sich entschließen würde, ihn zu verlassen, würde er sie einfach umbringen. Keine Drohung konnte Judy einschüchtern, denn das Leben mit Michael war für sie schlimmer als der Tod. Also wollte sie den Kampf nicht aufgeben. Ihr letzter verzweifelter Plan war es, eine Entziehungskur zu machen, clean zu werden und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Es war ein sicherer Ort, an dem Michael nicht an sie herankommen konnte. Sie würde nicht mehr von ihm abhängig sein, da der Mann sie mit Medikamenten versorgte. Jetzt könnte sie die Sucht überwinden und neu anfangen. Leider wird Judy nicht einmal in eine Reha-Klinik gehen können, das länger eine seiner gewalttätigsten Drohungen wahrmacht. Dies war das Leben der Frau und ihrer gesamten Familie für immer verändern. Am 2. August 2015, 4 Monate nach Beginn der Beziehung, war Malinowski kurz davor, Plan, einen Entzug zu machen, in die Tat umzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt lebten ihre beiden Töchter bei ihrer Großmutter, sodass die beiden in Sicherheit waren. Judy informierte Michael über ihre Entscheidung, da er ihr sonst einfach nicht erlauben würde, die Wohnung zu verlassen. Überraschenderweise war der Mann einverstanden und bot ihr sogar an, sie selbst ins Krankenhaus zu bringen. Also fuhren Judy und Michael zum Parkside Rehabilitation Center, das in der Nähe von Columbus, Ohio lag. Auf dem Weg dorthin bat die Frau jedoch um etwas Zeit, um sich geistig einzurichten. Sie überredete Slanger, sie zum Haus ihrer Mutter zu fahren, damit sie sich von ihren Töchtern verabschieden konnte, bevor sich ihre Wege trennten. Michael hielt den Wagen an und sie fuhren zu einer Tankstelle, um Getränke zu kaufen. Auf dem Weg dorthin kam es zu einem heftigen Streit zwischen den beiden, der an der Tankstelle fortgesetzt wurde. Judy hatte die Nase voll von der ganzen Sache. Sie wollte wenigstens ein paar Minuten allein sein, also stieg sie aus dem Auto aus und ging über den Parkplatz. Michael startete den LKW und folgte ihr. Alle ihre Bewegungen wurden von den Überwachungskameras aufgezeichnet. Als er Judy einholte, forderte der Mann sie auf, in das Fahrzeug einzusteigen. Sie begannen erneut zu streiten. Als die Situation schließlich hitzig wurde, spuckte Malinowski ihrem Freund Limonade aus dem Becher, den sie in der Hand hielt, ins Gesicht. Dieser Vorfall brachte Michael so in Rage, dass er zu seinem Auto zurückging, einen Benzinkanister herauszog und dessen Inhalt über Judy schüttete. Er durchnässte sie von Kopf bis Fuß und sagte, dies sei eine Reaktion auf ihre Possen. Die Frau spürte, wie das Benzin in ihre Augen, Ohren, Nase und Kehle gelangte. Judy begann zu würgen, sie konnte nichts mehr sehen und war völlig verwirrt. Sie stolperte, fiel auf den Bürgersteig und flehte Michael an, aufzuhören. Aber in seinen Augen lag ein kalter, toter Blick. Es war ihm egal, was Judy sagte oder wie sie sich fühlte. Das Einzige, was er wollte, war, ihr so viel Schmerz und Leid wie möglich zuzufügen. Dann ging der Mann zurück zum Auto, nahm ein Feuerzeug und hielt es Malinowski vor das Gesicht. Judy war entsetzt. Sie weinte und flehte Michael immer wieder an, dies nicht zu tun, und versprach, alle seine Forderungen zu erfüllen und sie nie wieder zu verärgern. Aber er zündete leise ein Feuerzeug an und berührte mit der Flamme ihre Kleidung. Das Feuer verschlang die brennstoffgetränkten Kleider in Windeseile. Die Frau begann sich auf dem Boden zu wälzen, um die Flammen niederzuschlagen. Sie sah aus wie ein roter Feuerball. Jeder Teil ihres Körpers stand in Flammen. Judy kam es so vor, als würden ihr gleichzeitig 1000 glühende Nadeln unter die Haut gestochen. Und Michael stand da und sah zu, wie seine Frau bei lebendigem Leib verbrannte. Seine Augen waren in diesem Moment schwarz, kalt und seelenlos. Er sah zu, zufrieden mit dem, was er getan hatte.
Das Verrückteste daran war, dass dies alles am helllichten Tag und unter den Augen von Überwachungskameras geschah. Slanger dachte wahrscheinlich, er stehe über dem Gesetz und könne tun, was er wolle. Es waren auch Leute auf dem Parkplatz. Sie eilten zu Judy, um ihr zu helfen, die Flammen zu löschen. Ein Mann rannte auf sie zu und schrie Michael an, er solle etwas tun, anstatt nur dazustehen. Als er schließlich dem Druck nachgab, holte Slanger schließlich einen Feuerlöscher aus dem Auto und löschte die Flammen an Judy. Mehrere Leute riefen sofort den Notdienst an und meldeten, dass ein Mann seine Freundin in Brand gesetzt habe. Sanitäter und Polizisten trafen bald vor Ort ein. Unglaublicherweise war Judy noch am Leben. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und die Polizei war damit beschäftigt, die Umstände zu untersuchen. Michael bezeichnete den Vorfall als Unfall. Er behauptete, Judy habe sich beim Betanken ihres Autos mit Benzin bekleckert und sei dann in den hinteren Teil der Tankstelle gegangen, um zu rauchen. Es sah so aus, als ob der gesamte Brand durch einen versehentlichen Funken einer Zigarette ausgelöst worden war. Als die Familie einen Anruf vom Ohio State University Hospital erhielt, in dem es hieß, Judy habe einen Unfall gehabt und werde lebenserhaltend behandelt, wurde ihnen am Telefon nicht gesagt, was wirklich passiert war. Mutter Bonnie und Schwester Danielle, die nichts verstanden, eilten in die Klinik. Was sie sahen, entsetzte sie. Nichts hätte sie auf das vorbereiten können, was sie bei ihrer Ankunft im Krankenhaus sehen würden. Mutter und Tochter fragten sich sogar, ob sie in das richtige Zimmer gekommen waren. Aber es war tatsächlich Judy, die da vor ihnen lag. 99% ihres Körpers waren mit Verbrennungen 3. und 4. Grades bedeckt. Ihre Haut war verkohlt, ihr Haar war weggebrannt, ebenso wie ihre Ohren. Judy hatte mehrere Finger verloren, ihre Kleidung war praktisch in ihre Haut eingebettet und ihr Gesicht war völlig unkenntlich gemacht. Es war das Schlimmste, was sie je gesehen hatten. Zu diesem Zeitpunkt war Malinowski bereits in ein künstliches Koma versetzt worden. Ihre Überlebenschancen waren gleich 0. Die Ärzte rechneten nicht damit, dass die Frau länger als ein paar Stunden leben würde. Unter Ärzten, die Brandopfer behandeln, gibt es eine Sterblichkeitsgleichung, mit der die Wahrscheinlichkeit geschätzt wird, dass ein Opfer an seinen Verletzungen stirbt. In diese Berechnung fließen der prozentuale Anteil der Verbrennungen am Körper und das Alter des Patienten ein. Nach Angaben der Krankenschwester, die Malinowski betreute, lag die Wahrscheinlichkeit des Todes in ihrem Fall bei 110%. In der Zwischenzeit befragten die Ermittler Michael, um die Wahrheit über den Vorfall aus ihm herauszubekommen. Zunächst weigerte sich der Mann hartnäckig, seine Schuld einzugestehen, aber die Ermittler hatten bereits Videoaufnahmen von der Tankstelle gesehen und wussten, dass Michael Judy mit Benzin übergossen hatte. Als er darüber informiert wurde, änderte er seine Geschichte. Aber sie war immer noch weit von der Wahrheit entfernt. Slanger sagte, dass alles ein Unfall war. Er und Malinowski hatten einen kleinen Streit und die Frau schüttete ihm Limonade ins Gesicht. Daraufhin beschloss er scherzhaft, sie mit Benzin zu übergießen. Da sie seine Kleidung ruinierte, tat er das Gleiche. Dann wollte Judy angeblich eine rauchen, also reichte er ihr ein Feuerzeug. Ihm zufolge fingen die Kleider versehentlich Feuer. Seine Worte waren immer noch zweifelhaft. Die einzige Person, die seine Aussage bestätigen oder dementieren konnte, war Judy Malinowski selbst. Aber in diesem Moment war sie betäubt, klammerte sich gerade noch ans Leben und reagierte auf nichts mehr. Ihre Antworten hingen davon ab, ob Slanger angeklagt werden konnte. Nach Rücksprache mit den Ärzten wurde daher beschlossen, das Opfer aus dem Koma zu holen, um die Situation zu klären. Es war äußerst riskant, aber die Zeitspanne betrug Stunden. So lange hatten Judys Ärzte angesichts ihres Zustands vorausgesagt. Keiner wusste, ob der Plan funktionieren würde. Würde die Frau sie hören? Immerhin waren ihre Ohren bei dem Brand schwer beschädigt worden. Trotzdem wurde Judy aus der Narkose geholt. Sie machte deutlich, dass sie die Fragen hören konnte und in der Lage war, sie zu beantworten. Die Ermittler stellten Vermutungen an und Malinowski nickte mit Ja oder Nein. Sie konnte bestätigen, dass es Michael war, der sie absichtlich mit Benzin übergossen und dann angezündet hatte. Dieses Verhör am Rande des Todes zeigte, wie stark Judy war. Unter unerträglichen Schmerzen versuchte sie der Polizei die Wahrheit über den Vorfall an der Tankstelle zu sagen. Nach dieser Befragung setzten die Ärzte die Behandlung fort, obwohl sie wussten, dass Judy höchstens noch ein paar Stunden zu leben hatte. Doch aus Stunden wurden Tage, aus Tagen Wochen, und Judy kämpfte weiter. Ihre Rehabilitatoren waren erstaunt, dass sie noch lebte. Natürlich war die Frau in einem schrecklichen Zustand.
Sie war von Kopf bis Fuß in Verbände und Bandagen eingewickelt, die zweimal am Tag gewechselt werden mussten. Es war unerträglich schmerzhaft. Ihre verbrannte Haut blutete und eiterte, und die Verbände klebten. Um sie zu wechseln, musste Judy jedes Mal unerträgliche Schmerzen ertragen. Sie konnte sich nicht bewegen und hatte Atemprobleme, sodass man beschloss, sie wieder in ein künstliches Koma zu versetzen, das 7 Monate lang andauerte. In dieser Zeit musste sie etwa 60 Operationen über sich ergehen lassen, von denen viele erfolglos blieben. Ihr Arm wurde amputiert, weil er bis auf den Knochen verbrannt war, und sie erhielt Hauttransplantationen. Einmal wäre sie fast auf dem Operationstisch gestorben. Während Judy jeden Tag um ihr Leben kämpfte, saß Slanger im Gefängnis und wartete auf seinen Prozess. Er wurde wegen schwerer Brandstiftung und Körperverletzung angeklagt. Aber Michael bestritt immer noch, dass er irgendetwas absichtlich getan hatte. Wahrscheinlich saß er sogar in einer Gefängniszelle und dachte, dass Judy sich nie wieder erholen und gegen ihn aussagen würde. Und obwohl das schrecklich klingt, warteten die Ermittler auch darauf, dass Judy starb, damit sie Slanger wegen Mordes anklagen konnten. Während die Behörden an den Ermittlungen arbeiteten, lag die Frau monatelang im Koma. Ihr Leben stand auf dem Spiel. Der leitende Ermittler hoffte nicht mehr darauf zu hören, dass Malinowski das Bewusstsein wiedererlangt hatte und bereit war auszusagen. Er war sehr überrascht, als er den Anruf aus dem Krankenhaus erhielt. Dies war der erste Fall mit wahrscheinlich tödlichem Ausgang, bei dem der Ermittler das Opfer treffen und mit ihm sprechen würde. Judy konnte Fragen nur im Flüsterton beantworten. Sie wusste, dass es von ihr abhing, ob der Mann, der sie verstümmelt hatte, ins Gefängnis gehen oder weiterhin das Leben anderer Frauen ruinieren würde. Als Malinowski sich 2 Monate später im Spiegel sah, schwor sie sich, dass sie die Kraft finden würde, Gerechtigkeit zu suchen. Michaels Verteidigungsteam sagte, dass es für Slanger auf lange Sicht viel schlimmer sein wird, wenn er vor Gericht geht und Judy gegen ihn aussagt. Die Geschworenen werden sofort Hass und Wut auf ihn entwickeln. Und wenn Judy in Zukunft an ihren Verletzungen stirbt, könnte er für ihren Tod verantwortlich gemacht werden. Michael selbst und sein Verteidigungsteam wollten das nicht zulassen. Also änderte er sein Plädoyer von nicht schuldig in ein Plädoyer auf nicht bestreiten. Es gab keine Verhandlung, da er seine Schuld nicht bestritt. Er erhielt die Höchststrafe für schwere Körperverletzung und Brandstiftung, das heißt 11 Jahre Gefängnis. Obwohl dies die Höchststrafe für eine solche Straftat war Judy untröstlich. Alles, was sie wollte, war Gerechtigkeit. Die Frau wollte, dass ihre Stimme gehört wird, hatte aber auch das Gefühl, dass Michel sie wieder einmal zum Schweigen gebracht hatte. Malinowski gab jedoch nicht auf. Sie kämpfte weiter, solange sie am Leben war. Selbst in ihrem verletzlichen Zustand ging es ihr nicht mehr so sehr um Gerechtigkeit für sich selbst, sondern darum, andere Frauen vor ähnlichen Monstern zu schützen. Judy wollte ihre Situation und das, was sie durchgemacht hatte, nutzen, um künftigen Opfern zu helfen, die sich in der gleichen Lage wie sie befanden. Judy Malinowski verbrachte Monate in einem Krankenhausbett. Die ganze Zeit über setzte sie sich mit Hilfe ihrer Familie für eine Änderung des Strafrechtssystems ein. Die Frau setzte sich für ein neues Gesetz ein, das eine Höchststrafe für vorsätzliche Körperverletzung vorsieht. Obwohl Judy die Strafe für Michael nicht ändern konnte, führte sie diese Kampagne für zukünftige Opfer durch, indem sie Nachrichten direkt aus dem Krankenhaus aufnahm. Sie erlebte die unerträglichen Schmerzen, die der Mann, in den sie sich verliebt hatte, verursacht hatte, und kämpfte für Gerechtigkeit für andere. Im Januar 2017 verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand rapide. Ärzte und Angehörige spürten, dass Judys Kraft am Ende war. Sie war des Kämpfens müde. Zu diesem Zeitpunkt erkannte die Staatsanwaltschaft, dass sie Malinowskis Aussage aufzeichnen musste, um später einen Fall von vorsätzlicher Tötung verfolgen zu können. Zuvor hatte sich das Team der Staatsanwaltschaft, wie auch Judy, über das geringe Strafmaß von Slanger geärgert. Also traten sie an sie heran, um ihre Zeugenaussage für einen möglichen Prozess wegen ihres Todes aufzunehmen. Das war zuvor noch nie geschehen. Sie mussten versuchen sicherzustellen, dass Malinowskis Geschichte in Zukunft dazu beitragen würde, den Mann zu bestrafen, der ihr Leben ruiniert hatte. Die Staatsanwälte verstanden nicht ganz, wie das funktionieren sollte. Sie mussten sich mit der Komplexität des Gerichtssystems auseinandersetzen, um die Rechtmäßigkeit ihres Handelns in der Zukunft absehen zu können. Zu dieser Zeit gab es in den Vereinigten Staaten noch keinen Fall, in dem ein Opfer eines tödlichen Verbrechens in seinem eigenen Mordprozess ausgesagt hatte. Judys Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag.
Die Schmerzmittel, die sie einnahm, mussten jedoch erheblich reduziert werden, um ihre geistige Klarheit während ihrer Aussage zu gewährleisten. Dennoch stimmte sie zu. Gerade Judy hatte immer wieder bewiesen, dass sie eine Kämpferin war und in der Lage, das System zu durchbrechen. Die Staatsanwaltschaft gab Malinowski die Möglichkeit, die Zeugenaussage vor ihrem Tod auf Video aufzunehmen. Es wurde erwartet, dass diese Aufnahmen bei ihrem Todesprozess vorgeführt werden würden. Um sich auf diese schwierigen Aufnahmen vorzubereiten, beschloss die Frau, die Schmerzen selbst zu bekämpfen und die Einnahme von Schmerzmitteln vollständig einzustellen, damit Slangers Verteidigung ihr keine Unzulänglichkeiten vorwerfen konnte. Mehrere Wochen lang gewöhnte sie sich daran, ohne Tabletten zu leben. Als Judy dies gelang und sich ihr Zustand stabilisierte, war sie endlich bereit, ihre tragische Geschichte zu erzählen. Das Schlimmste war, dass Michael darum bat, während der Befragung im selben Raum neben Judy zu sitzen. Er hatte das Recht, dem Mann, der ihn der Körperverletzung beschuldigte, von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Doch glücklicherweise sah der Richter dies als Einschüchterungstaktik an und Slangers Antrag wurde abgelehnt. Stattdessen wurde das medizinische Personal an Judys Seite gehalten. Auch Familienangehörige wurden aus dem Raum ausgeschlossen. Malinowski wurde per Videoanruf zugeschaltet und direkt in ihrem Krankenhausbett wurde sie vereidigt. Sie sollte von beiden Seiten, Staatsanwaltschaft und Verteidigung, befragt werden. Es war alles wie bei einer Routinevernehmung, bis auf die Tatsache, dass Judy in einem Krankenhausbett lag, um ihr Leben kämpfte und eine Geschichte erzählte, die erst nach ihrem Tod Gerechtigkeit erfuhr. Die durch das Feuer geschädigte Frau ballte ihren Willen zu einer Faust und war in der Lage, sich an die Ereignisse dieses tragischen Tages zu erinnern. Sie erinnerte sich an ihre Gedanken in diesem Moment. Judy war sich sicher, dass sie sterben würde, also betete sie einfach zu Jesus. Er möge ihr ihre Sünden vergeben und sich um ihre Kinder kümmern. Danach verlor sie das Bewusstsein und wachte erst im Krankenhaus wieder auf. Malinowski beschrieb dann, wie es war, lebendig verbrannt zu werden. Sie wollte deutlich machen, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um eine vorsätzliche Tat handelte. Als einer von Michaels Anwälten sie ins Kreuzverhör nahm, erinnerte er Judy an ihre Sucht, daran, wie sie angeblich ihrem Freund ein Auto gestohlen hatte und an die versehentliche Überdosis, als der Notdienst gerufen werden musste. Der Anwalt versuchte, Malinowskis Geschichte als unzuverlässig darzustellen und fragte sich, ob sie Michael an diesem Tag provoziert hatte. Er wollte ihr Denkvermögen in Frage stellen, da der Zustand der Frau sehr zu wünschen übrig ließ. Aber genau deshalb hatte Judy die starken Schmerzen ertragen und sich geweigert, ihre Medikamente zu nehmen. Während des gesamten Kreuzverhörs zeigte sie unglaubliche Stärke und Mut und wich nicht ein einziges Mal von ihrer Überzeugung ab. Nach der Videoaussage hatte Judy schließlich erreicht, wofür sie all die Schmerzen ertragen hatte, und konnte nun in Frieden ruhen. Es hatte sie viel Kraft gekostet, diese Tortur zu überstehen, die sich spürbar auf ihr Wohlbefinden auswirkte. Niemand wusste, wie lange sie nach einer solchen Belastung noch leben würde. Im Juni 2017, nach fast 2 Jahren des täglichen Kampfes, traf Judy die Entscheidung, in die Hospizpflege zu wechseln. Am 27. Juni 2017, 696 Tage nach der Tragödie, verstarb Judy Malinowski im Alter von 33 Jahren. An ihrer Seite war ihre Mutter Bonnie, die ihre unglückliche Tochter bis zum Schluss unterstützte. Fast ein Jahr später, im Juli 2018, wurde Michael Slanger schließlich wegen des Massakers an Judy vor Gericht gestellt. Der Mann wollte auf nicht schuldig plädieren. Bei der vorläufigen Anhörung nach Judys Aussage vor Gericht riet Michaels Anwalt ihm jedoch, sich auf einen Deal einzulassen, um die Todesstrafe zu vermeiden. Slanger ließ sich schließlich auf den Deal ein und bekannte sich schuldig im Tausch gegen eine lebenslange Haftstrafe, ohne die Möglichkeit der Bewährung. Es stellte sich heraus, dass dies genau das war, was Judy Malinowski vor ihrem Tod gefordert hatte. Sie wollte, dass Michael eine lebenslange Haftstrafe erhält, weil die Todesstrafe eine zu leichte Strafe für ihn gewesen wäre, verglichen mit dem, was sie in den letzten 2 Jahren durchgemacht hatte. Judy hoffte, dass dieser Mann, während er hinter Gittern sitzt, über seine Taten nachdenken und die Schwere seiner Schuld erkennen würde. Nachdem der Fall abgeschlossen war, gründete die Familie die Judy Foundation, die Opfer häuslicher Gewalt und Suchtkranke unterstützt. Judys unglaubliche Bemühungen waren nicht umsonst. Im Sommer 2017 verabschiedete der Bundesstaat Ohio ein neues Gesetz namens Judy's Law, das alle von Malinowski geforderten Änderungen enthielt.
Judys 2 Töchter, die damals 10 und 13 Jahre alt waren, nahmen an der Veranstaltung zur Unterzeichnung des Gesetzes teil. Die Mädchen saßen neben dem Gouverneur des Bundesstaates, als dieser das Gesetz unterzeichnete. In einem Raum voller Reporter bezeichnete die jüngere Tochter ihre Mutter als mutig, während die ältere Tochter hinzufügte, dass ihre Mutter wenigstens nicht vergeblich gelitten habe. Judys Gesetz wurde vom Senat des Bundesstaates am Tag nach ihrem Tod verabschiedet. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.